ich hab gar nichts gemacht. Wahnsinnsperformance. Mit der Antwort hat sie nicht gerechnet. Echt keinen Bock mehr drauf. Jedes Mal muss ich eure Scheiße wegrollen. Weißt du, was mir ehrlich nicht passt? Kleidergröße 36? Wenn ich mal wieder im Zoo vorbeischaue. Wenn der Zugführer ungewollt mitmachen muss. Ach, ich liebe diese Ehrlichkeit. Weißt du, was passiert, wenn der Geier ausstirbt? Dann bist du der hässlichste Vogel. Rezept für deine Bestie. Gut geschissen, gut geschissen, gut geschissen, früh allein. An diesem Morgen scheint mir die... Wenn der Nachbar wieder aktiv wird. Guck mal, Miller, unser Nachbar wieder. Ach, trainiert er wieder hart? Ohne Worte, ey. Wählt doch ein Gewerbe an. Was soll schon passieren? Wir haben gerade einen richtig schicken Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur von wem? Wenn dein Crush unerwartet um die Ecke kommt. Der etwas besondere Kumpel. Hallo, ich bin hier gerade am Scheißen, Mann. Mein LKW, mein Problem. Mein LKW, meine Problem. Nein, du bist hier in Deutschland, du darfst ja an die Gesetze sagen. Mein LKW, meine Problem. Marš u pičku matru švapsku. Außerdem arbeite ich bei der Polizei. Puši kurac, mrš u pičku matru, jebem ti mater nacističku. Mrš. Sei ruhig. Puši kurac. Oh, lecker Milch. Hey Leute, gerade in den aktuellen schwierigen Zeiten sollten wir unbedingt unsere regionalen Bauern unterstützen. Denn hier gibt es frisches, super leckeres Fleisch und vor allem ganz leckere Milch. Du Melina, wo hast denn du die Milch her? Die hat mir euer Stallbursche eben gegeben. Du weißt schon, dass das alles Bullen sind? Wenn ich mal wieder Bus fahren darf. Wenn ich keine Glitzerkarte im Boosterpack habe. Ich würde mich riesig über dein Abo freuen. Die Oma droppt den 11-Bar-Hit. Willst du einen 11-Bar-Hit haben? Nee. Nee? Gönn dir einen Hit, ja Seleme. Ein Hit. Nein, das ist ein 11-Bar, das ist kein Joint. Da will ich ja gerade, ich wäre ein Joint, aber da ist so ein Mist. Ach so. Oder durch den Schwanz, aber da ist ein Pimmel da. Ah, bo. Sie hat einfach einen anderen Humor. Das Beste, was ein Typ haben kann, ist einfach Humor. Wirklich? Jetzt ehrlich? Ja, safe. Okay, was ist der Unterschied zwischen einem Apfel und einer Katze? Keine Ahnung. Ein Apfel kann ich essen, nachdem ich ihn gefickt habe. Zu toxisch, Bro. Ich habe den Kontakt beendet. Ein Kastenbier entschuldigt alles. Nein, ist schon klar, dass das ein Behindertenparkplatz ist. Ich habe einen Kasten alkoholfreies im Kofferraum. Ah, sorry, mein Fehler. Sorry. Der Lehrer hatte recht gehabt. Leider. Als mein Lehrer meinte, ich werde die Kurve nicht bekommen, habe ich ihm nicht geglaubt. Doch der Hugo hatte recht. Sie merken einfach zu spät, was sie getan haben. Anzeige kommt. Endlich habe ich das mal Entschuldigung. in Aktion gesehen. Warum du machen das? Weil unsere Regierung nicht genug... Fürs Klima natürlich. Ah, Klima. Klima, ja. Habt ihr irgendwas, was Klimakrise? Holy shit. Deswegen kriegt ihr euch jetzt da wieder ab. Haben wir das rausgehauen? Sag mal, oder? Fremdkörperfreitag.
Geschichten aus der Notaufnahme. How-to über die Straße gehen. Der Kinderwagen ist immer hinter mir. Also ich ziehe den hinter mich und gucke erstmal auf die Straße, was passiert. Und wie ist es für Sie? Naja, mich kann man totfahren. Ich habe schon einen Platz auf dem Friedhof. Ich bin nicht allein, zum Glück. So habe ich meine Freundin kennengelernt. Als wir uns kennengelernt haben, da bin ich gerade vom Einkaufen gekommen. Ja, dann stand die an der Stelle. Hat die gesagt, ja, ich warte hier auf den Dealer. Da habe ich gesagt, kauf lieber bei mir. Wenn du 14 Mal geboostert bist. Gute Nacht, Frederike. Gute Nacht, Bertha. 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 Wenn uns einer sieht. Wie werden noch das Mülltonnenbelästigungsgesetz in Deutschland einführen? Bertha. Lisa, gute Nacht. Janine, gute Nacht. Janine. Janine. Hä? Nein, ihr seid verrückt. Düsseldorf halt. Wer kennt's? Deshalb gehe ich nicht zum Arzt. Sie sind geistig behindert. Was? Hier ist ein Flyer für Zurückgebliebene mit zahlreichen Infos und Nein, stopp, warten Sie. Haben Sie mich als geistig behindert bezeichnet? Ich habe Sie als geistig behindert diagnostiziert. Ich bin nicht behindert. Doch, sind Sie. Aber dieser Flyer zeigt Ihnen einen teuren Nein, und leichten warten Sie, Weg, hören wieder Sie zu. gesund zu werden. Ich weiß, dass ich nicht behindert bin. Also gut, normalerweise mache ich sowas nicht, aber möchten Sie einen anderen Zurückgebliebenen Test machen? Ja, aber müssen Sie das wirklich so nennen? Geben Sie mir Ihre Hand. Was? Wussten Sie, dass ich in die Zukunft sehen kann? Nein. Oh ja, man kann so einiges aus den Händen ablesen. Zum Beispiel hier, ich sehe ein wunderschönes Haus in der Zukunft. Ihre Frau pflegt den Garten, Ihre zurückgebliebenen Kinder spielen draußen und direkt in der Mitte Ihres Riesengartens ist der Swimmingpool. Tut mir leid, Sie sind geistig behindert. Gott! Nur eine zurückgebliebene Person hätte sich von mir in die Hand spucken lassen. In andere Hände zu spucken ist zurückgeblieben. Sie sind der Idiot. Nein, Sie sind hier der Idiot und das Wort Idiot zu benutzen ist ziemlich unvorteilhaft für einen in Ihrer Position. Ich bin nicht zurückgeblieben. Warten Sie. Ist das einer dieser Tests? Wenn ich Ihnen glaube, dann bin ich zurückgeblieben? Nein, Sie sind geistig behindert. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, diese Flyer Okay, durchzulesen. ich brauche und und will diesen Flyer nicht. Geben Sie mir einfach einen neuen Test. Bitte? Geben Sie mir einen neuen Test. Also gut. Folgen Sie meinen Finger mit Ihren Augen. Sie sind behindert. Das ist unmöglich, es ist unmöglich. Wenn man geistig behindert ist. Ich bin nicht behindert. Man kann das auch physiologisch beweisen. Zum Beispiel, wenn Ihre Hand größer als Ihr Gesicht ist, sind Sie behindert. Sie sind behindert. Sie sind geistig behindert. Was? Na, hast du auch so einen Freund? Lirum, larum, Löffelstiel. Wer nicht fragt, der weiß nicht viel. Ich sag's dir gleich. Schön ins Auto geschissen. Kurze Auszeit. Auf den Nacken der Steuerzahler. Während ihr euch in Deutschland über die Politik aufregt, über die Morde aufregt und beschwert, ja, bin ich hier in España und lasst es mir gut gehen. Auf euren Nacken, auf deutschen Steuerzahler seinen Nacken, gönne ich mir hier meinen Urlaub. Im Wasser, in Spanien, unter den Palmen, okay? Auf der Iberischen Halbinsel. Das kennt ihr halt einfach nicht, weil ihr euch nicht traut. So, ihr könnt in Deutschland bleiben. Ihr bleibt in Deutschland. Ihr werdet niemals dahin kommen, wo ich bin. Geburtstagsgeschenke. Guck mal, ich habe da was gefunden, Schatz. Was würdest du denn davon halten, wenn du das zum Geburtstag geschenkt bekommst? Würdest du machen? Ja? Ja. Wenn das Tinder nicht macht, was du denkst. Ich bin hier in Baden-Baden auf dem Weihnachtsmarkt und gleich kommt mein Tinder-Date. Ich bin schon so gespannt. Ach, da kommt er. Hallo. Schön. Hey! Die besten Mieter im Blog.
Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob der für Indoor gedacht ist. Verpasse nichts mehr. Jetzt Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Ich hab gar nichts gemacht.